Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, es ist wahr, die neue Klasse ist draußen hier, der gute alte Bart Simpson hier am Start. Ne? Und es war gestern auf jeden Fall ein geiler Stream gewesen. Wir haben ihn gestern schon ein bisschen angetestet. Ich werde ihn die nächsten Tage auch noch weiterhin ein bisschen rumhantieren, ein bisschen rumtesten und da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Wer auf dem Beta-Server mit 4000 Pilzen starten möchte und die neue Klasse ebenso testen möchte, der kann gerne dies tun. Dies findet ihr unter beta.sfgame.net. Über diese Adresse kommt ihr hier auf diese Seite und könnt hier auch die neue Klasse testen. Wir haben dies gestern getan. Heute werden wir nochmal ein bisschen im Video über die neue Klasse sprechen. Ansonsten vielen lieben Dank nochmal für den mega geilen Stream gestern. War sehr, sehr cool. 10 Stunden am Stück gemacht. Und ich nehme das Ganze jetzt hier im Nachhinein auf. Leider kann ich hier jetzt nichts weiter machen. Ich bin hier in der Stadtwache gefangen quasi, will sie jetzt auch nicht abbrechen. Und das kommt daher, weil ich das Video halt eben um 5 Uhr morgens jetzt nach dem Stream aufnehme und deswegen bin ich da halt eben, kann ich jetzt nicht so viel zeigen. Ich kann euch aber ein paar Fights von gestern auf jeden Fall noch zeigen, die ich im Postfach habe, ein paar Dungeon Fights. Ansonsten für die Leute, die gestern nicht dabei gewesen sein sollten, also der Barbe, heißt es glaube ich zu Deutsch, ja, also der Bart auf Englisch, ist halt eben eine neue Intelligenzklasse. Das heißt, Intelligenz-Ausdauer wird hier geskillt, ganz normal wie ein Magier und wird halt eben, es ist halt eben jetzt eine neue Intelligenzklasse. So, ne? Ich bin jetzt gestern erstmal in der Gilde von Davalon hier untergekommen und werde jetzt die Tage erstmal, solange die Pilze reichen, hier erstmal die neue Klasse ein bisschen testen. Und ihr seht schon, diese musikalische Klasse ist halt, sehr musikalisch angehaucht, ja, macht natürlich Sinn. Wir haben hier 3 Instrumente, die wir hier auswählen können. Das ist seine Fähigkeit. Ja, ansonsten das Symbol selbst hier sieht so aus. Es ist halt so eine Harpe hier irgendwie, die er in der Hand hat und man kann halt hier zwischen diesen 3 Instrumenten wählen. Kann man sich aussuchen, zack, haben wir hier einmal die Harpe, dann haben wir hier diese Lute, ja, und einmal die Flöte hier am Start. Und zwischen den 3 können wir immer wechseln. Und ihr seht schon, diese 3 Instrumente haben verschiedene Werte. Und zwar haben wir einmal bei der Harpe ganz oberflächlich erstmal eine Damage Reduction, also eine Schadensminimierung von bis zu 30 bis zu 50%. Dann die Gitarre, sage ich einfach mal, die gibt euch Damage und zwar von 20 bis 30%. Ja, könnt ihr hier mehr Damage halt bekommen, ist sehr strong auch als Magier. Und ihr habt halt eben die Flöte, die euch eben, die so ein bisschen tanky ist, die gibt euch eben pro Note halt eben von 5 bis zu 15% Leben wieder. Zur Meinung beziehungsweise wie stark oder wie krass diese Klasse wird, da kann ich bisher noch nichts zu sagen, dafür ist einfach noch zu wenig bekannt. Deswegen kann ich da noch keine großartig qualifizierte Meinung irgendwie zu abgeben. Ich kann nur so viel sagen, es ist eine sehr interessante Klasse. Ihr solltet sie auf jeden Fall mal selbst testen und mal ausprobieren. Und ja, wie gesagt, was sehr interessant ist halt eben, ihr könnt halt nicht wie beim Magier einfach so blind auf euer Hauptattribut Intelligenz skillen. Ihr müsst auch immer die Ausdauer im Auge haben. Das ist ziemlich tricky, denn wenn man hier einmal schaut, haben wir hier noch mehrere Informationen, wenn man auf die Waffe drauf geht. Und zwar haben wir einmal, wie gesagt, es gibt einmal 3 verschiedene Quality Levels von den jeweiligen 3 Instrumenten hier. Ne? Ihr seht ja auch hier Level 1, 2 und 3 und die haben halt auch eben verschiedene Längen, die Runden, und geben euch eben verschiedene Boni halt. Ne? Und soweit ich das jetzt erstmal rausgefunden habe, kommen die halt random. Ihr könnt halt eben Level 3, weiß ich nicht, Note rauszückeln oder könnt halt eben nur eine Level 1 Note und so. Ne? Und das ist halt eben ein bisschen random. Ne? Dann sieht man neben dem Quality Level die Basis
also die Länge, also wie lange das quasi hält so und halt eben die Bonuslänge, da muss ich sagen, bin ich noch nicht so hintergestiegen tatsächlich. Und dann sehen wir einmal Bonus-Length is between 0 and 2 and depends on the ratio of your stamina to your Intelligenz. Und jetzt wird es halt interessant. Da sieht man halt eben einmal die Stamina, was halt mehr oder minder die Ausdauer ist im Vergleich zur Intelligenz, die ihr habt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, sag ich mal, auf meiner Stufe jetzt hier 454 Intelligenz habt, dann müsst ihr hier mindestens 340 in Stamina, also Hitpoints so mäßig haben, dass ihr hier quasi eine 75 anstatt einer 50-prozentigen Chance habt auf eine Bonusrunde, wenn ich das so richtig sehe. Ansonsten mit halt eben weniger als 340, dann mindestens, also weniger als 340 und mindestens 227 habt ihr halt eine 50-prozentige Chance da drauf. Und deswegen ist das Verhältnis zwischen Constitution, Ausdauer und Intelligenz halt eben immer sehr wichtig, dass man das halt auch im Auge hat. Ich habe jetzt leider absolut kein Gold am Start. Wir können uns mal den greifen. Ein bisschen melken hier. Hello! Und dann, wie teuer ist hier ein Skillpunkt jetzt hier schon? 41. Gönnen wir uns einfach mal. Ja, und dann sieht man das auch ganz gut. Wir merken uns erstmal hier Stamina mindestens 340. Und wenn ich jetzt hier in Intelligenz reinbutter, dann seht ihr hier Stamina mindestens 341 braucht man hier. Und der Wert, der geht dann halt auch eben immer hoch. Das heißt, ihr seid so ein bisschen dazu veranlasst, die Ratio zwischen Intelligenz und Ausdauer immer in Waage zu halten. Ja, das ist so das, was ich jetzt so ein bisschen, so mein Learning aus dem, was ich jetzt hier so bisher gezogen habe. Ne? Und genau, hier sieht man halt eben die Chance, ne, auf die ganzen Sachen. Und wie gesagt, einmal halt Damage Output, dann halt eben mehr oder weniger oder hier Damage Reduction, ne, ist halt ein bisschen Defense-mäßig, ist halt mehr offensiv. Und hier haben wir nochmal Defense, aber halt eben mit Hitpoints anstatt mit Verteidigung so, ne. Und wir gucken uns einfach mal ein paar Fights an, nur dass ihr mir erstmal so eine kleine Übersicht bekommt über den Dungeon, über die neue Klasse überhaupt und worauf ihr achten müsst, ja. Der Fight läuft quasi so ab, es kommen hier die Noten über euch, das sind zum Beispiel jetzt die 4er-Noten gewesen, das ist das stärkste mit einer 15-prozentigen Lebensregeneration. Ja, hier waren jetzt zum Beispiel nur die 3 Noten mit ein bisschen weniger Leben und das kommt halt random und wird halt immer vorher, ne, das müsst ihr halt eben vor jedem Fight halt eben einstellen, welches Attribut ihr halt eben teilen sollt. So. Also die Klasse ist sehr vielfältig und sehr interessant meiner Meinung nach. Und da sollte man auf jeden Fall mal einen Blick mehr drauf riskieren. So, ich habe jetzt hier meist nur die Lebensregeneration drin, weil ich das auch als sehr stark empfand, muss ich sagen. Allerdings hatte ich auch ein paar Gegner gehabt, wo ich halt eben eine andere Fähigkeit hatte, wie zum Beispiel halt eben Damage Reduction oder halt eben noch mehr Schaden, was halt auch strong ist, sag ich mal so. Ne? Also dieses Leben, 15% für jede Note, ist schon ziemlich stark. Ne? Finde ich, persönliche Meinung, muss ich sagen, ist einer der besseren Boni. Ne? Aber man darf halt auch eben nicht verachten, dass man halt auch eben bis zu zum Beispiel 50% Damage, weniger Damage bekommt. Das ist halt eben, das sind 50%, das ist nicht wenig. So, ne? Und 30% mehr Schaden und das als Magier ist auch nicht wenig. Ne? Aber halt eben auch die Hitpoints ist auch, das sind alles gute Sachen. So, ne? Ansonsten im Vergleich zum Magier, der ja 10%ige Rüstung hat, hat er hier eine 25%ige Rüstung. Ist auch nochmal ein Vorteil. Ansonsten ist es halt eben, was sein muss, was im Gegensatz zum Magier natürlich schlechter ist. Die Klasse kann an sich nicht sag ich mal, gegen Kundschafter einfach so seine Treffer raushauen, sondern Kundschafter können halt eben ausweichen gegen die Klasse und Krieger können halt eben blocken gegen die Klasse. So, ne? Also es ist zwar
mehr so ein Mage mit seiner Intelligenz, ne? Aber er kann halt eben auch verfehlen oder halt eben geblockt werden. So, ne? Das ist auch nochmal eine Information, die, denke ich mal, sehr nützlich ist. Wenn dies natürlich so nicht gewesen oder wenn dies nicht so ist, dann wäre die Klasse natürlich so an sich zu OP. Ja, das muss natürlich sein. Dass Kundschafter ausweichen und Krieger blocken. Ja, ich gucke nochmal, ob ich hier nochmal eine andere Fähigkeit sehe. Ja, er hat hier zum Beispiel das Blocken drin. So, ich habe hier jetzt Lebensregeneration. Ne? Und so sieht das dann halt aus, wenn geblockt wird. Ne? Ich glaube, das war das Blocken gewesen, oder? Halt, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Ich gucke nochmal ganz kurz. Ja, genau. Dann geht die Note so vor und dann wird halt ein bisschen Damage absorbiert, sag ich mal so. Ne? Ich kann es euch jetzt halt leider nicht genau zeigen, weil ich halt eben... Okay, jetzt sehe ich zum ersten Mal die Animation hier. Das sieht ganz lustig aus. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil ich halt eben Stadtwache drin habe. So, er hat auch Leben drin. Und wenn man jetzt zum Beispiel ja, den Damage wählt, den man haben möchte, dann schickt er quasi die Note mit rüber, so von der Animation her. Ne? Also, ja, das sieht jetzt nicht großartig besonders aus, sag ich mal so. Ne? Was ich mir noch persönlich wünsche, ist halt für die Leute, die Shakes and Fidget mit Sound spielen. Ich spiele es eigentlich nur mit Sound, wenn ich Aufnahme oder so anhabe. Ansonsten mache ich eigentlich Shakes and Fidget auf Mute, muss ich sagen. Viele haben die Flöte hier, ihr seht das ja. Ne? Wäre halt noch interessant, wenn man vom Sounddesign her, weil es halt eben so eine musikalische Klasse ist, dass man da halt eben sagt, yo, man könnte hier noch vielleicht so ein bisschen vom Sounddesign her so einen kleinen Flötensound einspielen oder einen kleinen Gitarrensound oder so einen kleinen Hafen oder Harpensound, keine Ahnung, da noch irgendwie mit reinbringen. Das wäre noch ganz cool. So ein klein, ja, dass es noch so ein bisschen runder ist, sag ich mal, die Klasse. Ne? Hier, das ist, ja genau, das ist jetzt, so sieht das aus, wenn man jetzt hier Damage drin hat. Ne? Dann schickt er die Noten damit rüber und ich mache hier quasi jetzt mehr Schaden. So, ne? Muss man sich halt vorher aussuchen. Genau. Das ist im Groben und Ganzen die Klasse. Wie gesagt, ich werde sie die Tage auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Mit den Pilzen, die mir halt jetzt auch zur Verfügung stehen. Die stehen euch alle zur Verfügung. Könnt ihr gerne hier auf den Beta-Server raufgehen, joinen und Spaß haben mit der Klasse, ein bisschen rumtesten. Und ja, das ist so der erste Eindruck zu der neuen Klasse. Und ja, bin gespannt, wie sich das Ganze noch so weiterentwickeln wird. Ne? Also es ist ein sehr interessantes Prinzip an sich und ja, mal gucken. Ich werde mal schauen, ja, hier haben wir nochmal so ein bisschen, mal so einen kleinen Guide hier nochmal von der Klasse selbst, so, ne? Da wird auch nochmal einiges erklärt. Auf dem Beta-Server natürlich alles in Englisch, ne? Und ja, aber wenn das Ganze hier auch auf die Live-Server released wird, dann ja, ist das natürlich das Ganze dann auch in Deutsch am Start, ne? Jo, Leute, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, testet die Klasse ruhig aus, lasst mich auch gerne eure Meinung über die neue Klasse in den Kommentaren wissen. Ich lese mir das Ganze sehr gerne durch, wie ihr die Klasse findet, ob ihr sie schon gespielt habt. Und ja, ansonsten bedanke ich mich, wie gesagt, nochmal recht herzlich für den Stream gestern und auch nochmal Grüße an alle Leute, die auch im Stammtisch mit dabei gewesen sind und auch zugeschaut haben. Und ja, der Hanrese konnte leider gestern nicht mit dabei sein, der hat Magen-Darm. Schöne Grüße und gute Besserung auch an der Stelle nochmal von hier aus. Und ja, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.